Bogen, kein Schwert, sie hat gar nichts dabei. Nur einen alten Löffel, selbst er bricht schon in zwei. Ein Held wie aus den Sagen, nein, das wird sie nie. Doch sie hat einen guten Spruch und einen Pfeil im Knie. Ja, nein, vielleicht, wer weiß schon, was passiert. Doch Patsy stolpert weiter, auch wenn sie oft verliert. Mit nem Pfeil im Knie und nem Plan, der nie gelingt, ist sie die Heldin, die doch irgendwie gewinnt. Patricia, es ist 7:03 Uhr. 7:03 Uhr. Aufstehen, sofort. Boah, ich bin wach. Innerlich. Also, vielleicht. Nein. Genau. Oder doch nicht. Was in Oblivions Namen ist das für ein Schweinestall? Patricia Wackelwitz, das ist kein Zimmer. Kind, dieser Anblick beleidigt nicht nur mein Auge, sondern sämtliche Prinzipien von Anstand, Ordnung und ästhetischer Raumwirkung. Ja, Oma, das ist kreative Unordnung. Das ist, ein System. Das sieht vielleicht unordentlich aus, aber jedes Teil hat hier seinen Grund. Auch wenn ich ihn gerade vergessen habe, vielleicht. Der einzige Grund ist, dass du ein wandelnder Wirbel bist, Kind. Und jetzt sag mir, ist das etwa eine Ziege? Eine Ziege in deinem Zimmer? Warum wundert mich das nicht? Ziege? Moment, welche Ziege? Ja. Nein, also, der Ziegenbock, das war, glaub ich, Teil von so einem Trinkspiel mit Holzi. Vielleicht auch ohne Holzi? Ich frag ihn mal. Der merkt sich sowas komischerweise immer, wenn's um Ziegen geht. Ich glaub, der Bock heißt Kevin. Habe ich dir nicht 100-mal gesagt, du sollst dich von diesem Schmied fernhalten? Der ist kein Umgang für ein junges Fräulein mit Stammbaum. Oma, okay, vielleicht ist er nicht die hellste Kerze auf dem Altar, aber hast du gesehen, wie er guckt, wenn er denkt? Da passiert nix, gar nix. Und das ist irgendwie süß. Kind, rede keinen Unfug. Gleich kommt Besuch. Für dich, ein junger Mann, höchst kultiviert. Und ich erwarte, dass du diesen Saustall hier aufräumst. Ja, Oma, Ziegenstall genau genommen. Aber sofort! Ja! Okay, ist sie weg? Ja? Gut. Moment, hat sie gerade wirklich gesagt, es kommt heute Besuch? Besuch für mich? Nicht Besuch, nicht so Tante Gisela mit dem Rundkuchen und der beschämenden Biografieauffrischung Besuch. Nein, es ist schlimmer, es ist das Schlimmste von allem. Oh je, oh nein. Wisst ihr, was das bedeutet? Sie versucht mich schon wieder zu verkuppeln mit einem dieser glitschigen Gesellschaftsglibberwesen. Der Sohn vom Sohn, dessen Urgroßonkel irgendwann mal mit dem Goldlöffel geboren wurde. Ihr wisst schon, ein Typ, bei dem selbst das Husten klingt wie ein literarischer Preis. So einer, der ein Monogramm auf der Unterhose hat. Und die Unterhose ist aus Seide, von Elfen gewebt. Ich meine, hallo, seht mich an, ich bin nicht vermittelbar. Ich habe einen Ziegenbock im Zimmer, ich trage seit 3 Tagen dieselben Socken. Ich bin die Antithese zur gesellschaftlichen Hoffnung. Und jetzt will sie mich wie ein Käsehäppchen auf einem Silbertablett servieren. Oh, werter Balthasar von Bordeldung, welch eine entzückende Überraschung. Werte Frau Wackelwitz, Worte mögen nicht genügen zu erklären, wie ganz und gar meinerseits die Freude ob eurer herzlichen Einladung in dieses wundervolle Haus ist. Ach du Scheiße. Ach, ich bitte euch, mein lieber Balthasar. Ich muss hier raus. Plan A, aus dem Fenster. 2. Stock,
Kleine Heldenbeule, große Freiheit. Plan B, ich stell mich tot. Oder ich verfluche mich selbst. Nein, warte, ich kenne keinen Fluch. Noch nicht. Ich könnte improvisieren. Vielleicht einfach irgendwas auf Altelfisch rufen und umfallen. Klappt immer. Gnädigste Frau Wackelwitz, die Wonne meines Seins ward um ein Vielfaches veredelt, da euer holdes Schreiben mich bat, mein bescheidenes Wesen mit dem Glanz eurer Anwesenheit zu erhellen. Ich bringe Tulpen in exakt gerader Formation und eine Abschrift von Vanus Galerions Betrachtungen über das metaphysische Leuchten der Magica fürs Gespräch. Patricia! Gestattet ihr, werter Herr von Bodeldung, dass ich euch etwas Erfrischendes kredenze? Einen Tropfen aus meinem besten Silberkännchen, ganz frisch gezogen aus meiner Privatmischung mit Lavendel, weißem Jasmin und einer Prise gesellschaftlicher Erwartung. Einen Tee, selbstverständlich, jedoch wenn möglich kein Beutel. Nur lose Blätter, handverlesen, idealerweise im Morgennebel gepflückt und mit dem Flüstern der Berge aromatisiert. Ich finde Beuteltees beleidigenden Aufguss. Aber sehr gerne, Herr von Bodeldung. Bei uns wird Genuss noch mit Haltung zelebriert. Bitte ruht eure edle Erscheinung auf dem feinsten Polster, das mein Heim zu bieten hat, aus. Oh, euch dreht sich auch schon der Magen? Wunderbar, endlich leiden wir gemeinsam. Ich finde, wenn schon Fremdscham, dann kollektiv. Patricia Wackelwitz, komm herunter, sofort. Zieh dir etwas Angemessenes an. Du siehst aus, als würdest du gleich einen Schweinestall segnen. Und deine Haare, was ist das? Eine Wolke aus Versagen? Herr Balthasar ist eingetroffen und ich möchte, dass du heute einen guten Eindruck machst, verstanden? Und mach dir deine Haare. Oma, sollte ich nicht noch eben mein Zimmer aufräumen? Was denn nu? Ich sehe doch gar nicht so schlimm. Psst, still jetzt. Ich helf dir. Dann gehst du runter und du wirst dich benehmen. Das ist deine Chance. Also, lächeln, sitzen, nicht sabbern. Wie siehst du nur aus und wie du riechst? Warte, hier ein Spritzer von meinem Parfum. Verlorene Magnolie, Noblesse in Flakonform. Das wird's schon richten. Aua! Oma, ich bin nicht für sowas programmiert. Ich bin ein kaputter Gedankenkarussellautomat mit Bonbonstau. Wenn ich höflich sein soll, explodiere ich innerlich in 37 Richtungen. Ich bin wie ein Frosch auf einer Opernbühne, fehl am Platz, überfordert und permanent bereit zum Weghüpfen. Und trotzdem wirst du ihn kennenlernen. Vielleicht ist er die Rettung für dein wildes Herz und dein noch wilderes Auftreten. Und wehe, du erwähnst die Ziege. So, nun geh und benimm dich. Der junge Herr wartet im Vorzimmer. Ich wünsche euch einen angenehmen Austausch. Und bitte, Patricia, keine Geschichten über Trolle oder Dämonen. Nur einmal zivilisiert wirken, ja? Ein Moment Geduld bitte, Herr von Bodeldum. Meine Enkelin wird sich gleich zu euch begeben. Sie entfaltet sich mit ihrem eigenen Zeitgefühl. Aber selbstverständlich, gnädigste, das Öffnen einer zarten Blüte bedarf angemessener Geduld, nicht der Hetze. Ich danke euch für die Vorfreude, die ihr mir gewährt. Also, Plan. 2 Minuten Augenkontakt, ohne die Seele zu verlieren. 3 höfliche Lacher, keine echten. Ein Kompliment zurück, irgendwas über seine, Haltung. Und wenn alles den Bach runtergeht, Ziege auf den Tisch, Augenrollen, Applaus. Also los. Ob Skelette, ob Gegner, sie rennen meist davon. Ihr Mut reicht für nichts und das stört sie schon. Ein Schritt nach vorn, 2 zurück, das ist ihr Stil. Doch mit Patsy wird's nie öde und das ist ihr Ziel. Ja, nein, vielleicht, wer weiß schon, was passiert. Doch Patsy stolpert weiter, auch wenn sie oft verliert. Mit nem Pfeil im Knie und nem Plan, der nie gelingt, ist sie die Heldin, die doch irgendwie gewinnt.
Fräulein Wackelwitz, welch ätherische Erscheinung! Ihr tretet ein, bezaubernd wie der Frühnebel über einem stillen See. Frühnebel. Ich hab so getan, als wäre ich eine Dame. 10 Sekunden lang. Ich bin müde. Ich muss mich irgendwo in einen Teppich rollen und eine Stunde nix sagen. Hallo, ja. Ich bin Patsy. Patricia ist nur mein offizieller Name für Beerdigungen, königliche Empfänge und Momente, in denen ich so tun muss, als wäre ich eine Lady. Ein Vergnügen. Ich freue mich auf ein geistreiches Gespräch, möglichst frei von, nun ja, tierischen Untertönen. Zu spät. Kevin ist Teil des Pakets. Emotionale Stabilität, flauschig, zuverlässig. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich den Ziegenbock richtig einordne. Mein emotionaler Begleitbock, meine Therapie auf 4 Beinen, mein spirituelles Backup mit Flauschkragen. Was ist das? Lavende mit Schuldgefühlen? Oder ist das dieser Tee, den man trinkt, wenn man den gesellschaftlichen Druck spüren will? Ein Aufguss aus Jasmin, Weißtee und Lindenblüten beruhigt die Gedanken, schärft das Wesen. Beruhigt die Gedanken. Meine Gedanken lachen grad hysterisch. Die haben sich in einen Kreis gesetzt, halten sich an den Händen und schreien, hol dir einen Schnaps. Wisst ihr, werte Patrizier, ich habe mir erlaubt, ein kleines Gedicht mitzubringen, als geistige Begrüßung. Es trägt den Titel »Die Seele in Seide«. Ihr erlaubt doch? Oh, ein Gedicht. Wie ambitioniert. Ich freue mich, also nicht wirklich, aber ich lächle, das zählt doch. Ich höre zu, innerlich schreiend, aber äußerlich interessiert. Ja, klar, ich hab innerlich grad alles runtergefahren, was denken kann. Triff mich lyrisch. Ja, ich mein, ich bin ja schon da. Weglaufen wär unhöflich. Also los, ich halte die Luft an und schau, wie lange ich schaffe. Wie glänzend Schimmer auf dem Mieder strahlt euer Blick, funkelnd, nicht bieder. Ein Hauch von Wildheit auf Seelengold, euer Wesen rassig rot und doch so hold. Er hat's gesagt, alle Wörter, die schlimmsten. Das war zu viel Lyrik für ein Frühstücksgehirn. Ich spür, wie sich meine Neuronen in kleinen Gruppen aus dem Kopf schleichen. Sie sagen nichts, sie packen einfach und gehen. Ich kann's ihnen nicht verdenken. Mein werter Herr von Bodeldung, eure unverblümten Worte haben mein Herz erfasst und es im Lavendel gewickelt mit einer Schleife aus, Fremdscham und leichter Übelkeit. War das gut? Ja? Nein? Egal. Nun, was schätzt ihr an einem Gegenüber, werte Patrizier, an einem Partner, wenn ich so frei sein darf? Oh, puh, das geht schnell. Was, gleich der Herzvertrag? Okay, warte. Also, er muss still sein. Oder dumm. Oder beides. Aber nett. Und bitte nicht ständig Gedichte. Ich hab Reimtrauma. Warum fragst du? Suchst du jemanden für deine Schwester? Nein, Werteste, ich sprach von euch, von uns eventuell, wenn sich ein Band bilden sollte. Falls sich ein Band bildet, dann wahrscheinlich ein Gummiband, weil ich flitsche gleich aus der Szene heraus. Nichts für ungut, du bist sehr, adlig, aber ich bin mehr so, Gasthaus mit Wasserschaden. Nun, ich schätze eure erfrischende Authentizität, auch wenn sie gewöhnungsbedürftig erscheint. Wow, das ist das höflichste Du bist seltsam, das ich je bekommen hab. Nett. Würdet ihr mir dann zumindest erzählen, wie ein idealer Tag in eurem Leben aussähe? Zum besseren Kennenlernen eurer Vorlieben. Oh ja, also, erst wach ich auf, weiß nicht wo, dann Frühstück, dann schreit Oma herum, dann renn ich mit Gestolper, dann Taverne, dann peinlich tanzen. Und wenn ich umfalle, war's ein guter Tag. Faszinierend. Ich hätte eher an Spaziergänge, Lektüre, Debatte über Politik gedacht. Uff, Politik macht mich nervös. Da redet jeder und keiner weiß, was eigentlich gemeint ist. Und wie sieht ein intimer Moment für euch aus? Verzeiht meine Direktheit.
Du meinst, wie wenn ich mit mir selbst spreche? Oder wenn ich einen Keks auf dem Klo esse? Oder meinst du das andere? Das mit den Gefühlen? Weißt du was? Vergiss es. Ich vergesse es auch. Gleich. Also jetzt. Ihr seid so entzückend direkt. Fräulein Wackelwitz, erlaubt mir eine vielleicht gewagte, doch aufrichtige Bemerkung. Kommt drauf an. Wenn du gleich sagst, ich erinnere dich an deine verstorbene Orchidee, bin ich raus. Nein, nein, gewiss nicht. Es ist nur, bei allem Respekt, die Art, wie ihr nun euch durch den Raum bewegt. Ein Zusammenspiel von Anmut und, sagen wir, organischer Opulenz. Eure Erscheinung gleicht der geschwungenen Linie eines besonders mutwillig wilden Pinselstricks in einem barocken Aktgemälde. Wow. Also, wow. Er hat mich gerade mit einem nackten Gemälde verglichen, oder? Ich glaube, ich muss gleich brechen. Verzeiht, ich wollte euch keine Unannehmlichkeiten bereiten. Es ist nur das gewisse Etwas, das in euren Bewegungen liegt. Eine vitale Sinnlichkeit, die nicht in einem Korsett oder Konventionen gefangen scheint. Eure Kurven, wenn ich das so sagen darf, besitzen eine fast architektonische Kraft. Ah, meine Kurven sind also ein architektonisches Erlebnis? Schön. Ich glaube, er denkt, ich bin ein edler Weinkelch, bin aber eher ein sprudelnder Saft mit impulsiven Blubberblasen. Leute, kann man Ironie trinken? Ich brauche gerade einen Liter. Ich mein, danke? Glaube ich? Ja? Nein? Was? Ich spreche von Nähe, Fräulein Wackelwitz, von einer Nacht jenseits aller höfischen Maskerade, ein leidenschaftliches Duett zweier Seelen in physischer Harmonie, im gemeinsamen Ruhen. Oh, du meinst schlafen? Also richtig schlafen oder nur höfisch nebeneinander sterben in Kissenform? Denn, Spoiler, ich schnarche und ich rede im Schlaf. Letzte Woche habe ich einem Dämon im Traum eine Steuererklärung vorgelesen. Möchtest du das hören? In der Nacht bei Kerzenschein? Ich hätte euch gern besser kennengelernt, ganz ohne gesellschaftliche Vorhänge zwischen Herz und Haut. Kevin, ich hab's durchgezogen. Kein Getränk verschüttet, keine Tischdeko angezündet, kein Schreibeinwort Mieder. Das war Zivilisation pur. Ich glaube, ich habe mich gerade weiterentwickelt. Oh, was war das? Hast du das gehört? Nein? Ich muss ganz dringend weg. Irgendwo ist eine Katastrophe, ohne mich unvollständig. Aber hey, war schön. Also kulturell vielleicht. Ich weiß nicht. Bis nie oder nächste Woche im Albtraum. Aber meine gnädigste... Patricia Wackelwitz, bleibst du wohl sofort stehen? Ich hatte gehofft, heute einen Hauch von Reife in dir zu sehen. Stattdessen sehe ich nur Enttäuschung. Bla 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 bla, Bodeldung will mich glasieren wie eine höfliche Nachspeise. Ich bin nicht süß genug dafür. Ich glaube, Oma sieht in ihm so einen feinen Mann mit Manieren. Ich sehe einen Spiegel mit Schleierblick. Er will was Glänzendes, das stillhält. Falscher Film, falsche Patsy. Von Bodeldung, ich entschuldige mich aufrichtig im Namen aller noch vorhandenen Werte. Liebes Tagebuch, nach dieser erfrischenden Begegnung, neues Hobby dringend gesucht. Oder Arbeit oder eine Beschäftigung, bei der ich nicht bewertet werde wie ein literarischer Gemüseauflauf. Und diesmal werde ich Oma beweisen, ich bin keine Enttäuschung auf zwei Beinen. Genau. Und weil ich ja eindeutig ein Naturtalent für Unterhaltung bin, und das ist jetzt keine Übertreibung, sondern absolute Faktenlage, ich schwöre, dachte ich, Bühne frei für Patsy. Ich meine, ganz ehrlich, wer wäre besser geeignet für eine große, glorreiche Showbühne als ich? Ha! Niemand, genau. Mit dem Lächeln eines frisch gebackenen Showstars und der festen Idee, dass Tamriel dringend auf mich gewartet hat, machte ich mich auf den Weg. Direkt zur nächstbesten Bühne irgendwo in Tamriels schattigen Ecken. Dort, wo angeblich Talentsucher wie ausgehungerte Wölfe nach neuen Sternen gieren. Und hey, ich bin doch eindeutig ein Stern, oder? Ha? Aber halt, ein Abenteuer ohne Holzchen, meinen Schmied des Herzens, undenkbar. Also machte ich mich voller Tatendrang auf den Weg zu Holzchen. Schließlich braucht jede große Berühmtheit ihren persönlichen,
Hofstaat. Er mag zwar nicht der hellste Stern am Himmel sein, aber hey, laut lachen kann er und das reicht. Genau. Als ich sein Haus erreichte, passierte erstmal etwas Merkwürdiges. Wow, hallo. Sehr luftiges Konzept heute. Passt ja zum, Wind. Genau. Tamriel wird auch immer moderner. Nächstes Jahr kämpfen wir wahrscheinlich alle nur noch in Unterwäsche. Mutig, mutig. Ist das jetzt neu? Ignorieren als Höflichkeitstrend? Egal. Pastel, was geht? Patzi. Oh, schönes Beinkleid. Sehr mutig. Sehr luftig. Hab ich wieder irgendeine gesellschaftliche Regel verpasst? Haha, egal. Wer war das gerade? Wer? Na, die von eben. 2 Beine, bisschen Stoff, ganz viel Ignoranz. Weiß nicht. Hat geklopft, war drin, war wieder weg. Fertig. Ach so, na dann. Wir haben eine Mission. Bühne, Ruhm, Applaus, Gratisbier oder Absturz oder beides. Genau, komm einfach mit. Hä? Bühne? Ich erklär's gleich, ja? Aber vorher bitte anziehen, oder nicht? Haha, ach doch, lieber anziehen. Sicher ist sicher und Wärme auch. Klar, ich hätte weiter nach ihr fragen können. Vielleicht war sie eine Spionin, vielleicht eine Attentäterin. Vielleicht war es auch nur eine schlicht angezogene Botin. Aber ganz ehrlich, ich habe Auftrittsfieber. Da hätte selbst ein explodierendes Mammut keine Chance gehabt, meine Aufmerksamkeit zu kriegen. Perfekt, bereit, die Bühne zu erobern. Also, du bist bereit, ich bin bereit, Tamriel ist vielleicht bereit oder auch nicht, aber egal, haha. Alles klar, Pasti, ich bin bereit zu dingsen. Patzi, Holzhirn. Hä? Na, mein Name, Holzhirn. Wirklich? Du heißt Holzhirn? Nein, Patzi, du sagst immer Pasti. Ich bin verwirrt. Ach, vergiss es. Hauptsache, du meinst mich und nicht den nächsten Baum. Ich mag Bäume. Warum gehst du denn wie so ein alter Opa? Oh Mann, ich hab mir vorhin den Rücken verknackst. Ach ja, du wolltest ja heute deine Stute neu beschlagen. Ist das dabei passiert? Ja, genau, so ähnlich. Mein Plan war todsicher. Auf die Bühne schlittern, ein paar Knaller zünden, das Publikum tobt, die Verträge flattern nur so rein und zack, Ruhm, Applaus, Denkmalsetzung, Gold. Genauso habe ich das gesehen. Logisch, oder? Ich fühlte mich wie ein Donnerschlag in Flipflops. Laut, wackelig, aber absolut entschlossen. Ha! Meine Damen und Herren, jetzt wird's richtig wild. Unser nächster Star betritt die Bühne. Sie ist ein bisschen verrückt, ein bisschen genial und 100% unberechenbar. Macht Lärm für Patzi Wackelwitz! Danke, danke, ihr seid toll. Ja, genau. Also gut, bereit für den besten Abend eures Lebens? Ja? Ich habe da ein paar Witze dabei. Ein paar, sagen wir, echte Knüller. Haha, genau. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Na, eine Nuschel. Hä? Verstehe ich nicht. Ist doch klar, Nuschel, die redet so wie du, die Muschel. Ach so, hahaha.
Ich wollte mal Barde werden, bis ich gemerkt habe, dass selbst meine Laute vor mir flüchtet. Der ist gut. Ich habe mich verlaufen in meinem eigenen Haus. Manche sagen dumm, ich sag Abenteuer im Kleinen. Letztens in der Taverne sagte ich, 2 halbe bitte. Wirt, das will ich, was wollt ihr trinken? Neulich habe ich die Milch fallen lassen, war nicht mehr haltbar. Haltbar. Milch, ich kann nicht mehr. Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt, ich bekomme ein Brot. Sagt der Bäcker, Sachen gibt's. Sachen gibt's. 2 Frösche sitzen an einem Teich, da fängt es an zu regnen. Da sagt der eine zum anderen, komm, wir hüpfen ins Wasser, sonst werden wir noch nass. Frösche vertragen kein Wasser. Ja. Wovon träumt eine Katze nachts? Von einem Muskelkater. Katzen mit Muskeln, ich stell mir das vor. So eine breite Katze. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. So mit Zuckerguss und so. Frage. Stellt euch vor, euer Boot sinkt in einem Gewässer, in dem es vor Schlachterfischen nur so wimmelt. Wie überlebt ihr? Antwort: Ihr solltet aufhören, euch sowas vorzustellen. Hä? Okay. Da meine Solo-Karriere hier gerade so richtig explodiert, hab ich mir Verstärkung geholt. Meine rechte Hand, Tambriels erster offizieller Comedy-Künstler auf 5 Fingern. Bitte begrüßt, Pratzi! Herzlichen Glückwunsch. Danke, Holzi. Ich wusste nicht, dass man zur Geburt einer Handpuppe gratuliert, aber hey, jede Party braucht Gäste. Haha. Hallo, ich bin Pratzi. Ich war mal Teil von Pratzis Gehirn, bis ich gemerkt habe, dass da nichts los ist. Ich auch. War mal in meinem eigenen Hirn verloren. Ja, also. Was ist dein Lebensmotto, Hand? Festhalten und durch. Festhalten und durch. Ich kann nicht mehr. Jetzt wird's legendär. Bereit, Pratzi? Absolut. Humorexplosion in 3, 2, 1. Warum hat der Schmied immer eine heiße Freundin? Weil er ständig Funken sprüht. Funken, genau. Darf ich den nächsten bringen, oh Meisterin der Stand-up-Kunst? Aber natürlich, Pratzi, Bühne frei für, meine Hand. Den 2 Sandkörner durch die Wüste. Meint das eine? Ist das heute voll hier? Das ist meine Freundin Basti. Aber jetzt kommt unser Meisterwerk. Achtung, Publikum. Tamriel wird uns verehren. Oh ja, Pratzi, das werden sie. Warum nehmen Skelette nie Urlaub? Weil sie keinen Nerv für Freizeit haben. Skelette machen Strandurlaub, nur mit Sonnencreme für die Knochen. Ja, genau. So, und jetzt der königliche Höhepunkt unseres Programms. Trommelwirbel bitte. Warum war der Thron des Königs immer besetzt? Weil der König pennt. Naja, fast. Es war drauf sitzen, aber schlafen zählt auch. Großartig. Bitte gehen Sie jetzt. Danke. Ihr wart unglaublich still. Und das zählt doch, oder? Genau. Danke, Tamriel. Ich liebe euch. Liebes Tagebuch. Nach meinem, fantastisch phänomenal historischen Bühnenauftritt, ja genau, ich sag bewusst historisch, war klar, das muss doch gefeiert werden. Nicht einfach so, nein, VIP-Style. Also machten wir uns auf den Weg zur Taverne. Natürlich stilecht. Ein lebendes Bühnenwunder, der Stern Tamriels auf dem Weg zum roten Teppich. Oder wenigstens zum nächstbesten Tresen. Genau. Kaum angekommen, verkündete ich stolz: einen Krug auf mich. Also vielleicht auch 2 oder 3. Je nachdem, wann ich aufhöre, mich für diesen Abend selbst zu feiern.
Pasti, die beste Erfindung nach Bier. Ja, Pasti. Er nennt mich immer noch Pasti. Nach all meinen glorreichen Auftritten, nach all meinen brillanten Momenten. Aber weißt du was, liebes Tagebuch? Egal. Wenigstens beachtet er mich überhaupt. Wenigstens stehe ich heute in seiner kleinen Murmel an erster Stelle. Auch wenn mein Name unterwegs ein bisschen, naja, verwackelt ist. Versteht ihr Wackelwitz? Mein Name verwackelt. Egal. Ich verbeugte mich dramatisch und dann bestellten wir so viele Getränke, dass sogar die Theke kurz überlegte, einfach umzufallen. Am Ende waren es doch nur wir beide. Was für ein Tag, was für ein Publikum, was für ein Triumph. Ich bin ein Star. Und Holzchen, naja, Holzchen ist halt Holzchen. Mein treuer, verwirrter, leicht schief grinsender Sidekick. Aber er ist sexy. Und, ich stehe drauf. Hab ich das gesagt? Ja? Nein? Ende des Tages 12 von 10 Punkten. Oder 3 von 10, wenn man nüchtern bewertet. Aber ich bin's nicht. Genau. Meine gnädigste, welch wuchtige Präsenz euch doch umgibt, wenn ich das so sagen darf. Nie zuvor sah ich solch kurvig loderndes Charisma. Erlaubt mir ein spontanes Gedicht vorzutragen beim Anblick dieser anmutigen Wildheit. Wie glänzen Schimmer auf dem Nieder. Moment, wartet, ich hab noch ein paar Knüller für euch, ja? Nein? Also, wie nennt man einen Schneemann im Sommer? Pfütze. Ich weiß auch einen. Wenn ein Wissenschaftler ein Butterbrot macht, ist es dann wissenschaftlich belegt? Kapier ich gar nicht. Olzi, ich bin dran. Was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit Z an? 2 Enten. Pasti, pass auf. Wie heißt der Bruder von Werwolf? Was Wolf? Holzil, warum findet der Henker nie den Rückweg? Weil er nur die Hinrichtung kennt. Ich kenne noch einen Versauten. Wie nennt man Sex mit Gegenständen? Dingsbums. Ja, super, Holzi. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Sie haben Angst vor dem Krater. Und jetzt ich. Was sitzt im Baum und winkt? Ein Huhu. Ja, und noch einer. Warum summen Bienen? Weil sie den Text nicht kennen. Jetzt kommt mein Bester. Wie nennt man eine Kuh, die Laute spielt? Eine Musikerin. Okay, letzte Runde. Wie nennt man eine Pflanze mit Schnupfen? Eine Husteblule? Ich glaube, wir haben jetzt alles erzählt. Danke, Tambriel. Danke, Holzchen. Danke, Zuschauer. Bis zur nächsten Show. Und habe ich noch was vergessen? Ja? Stimmt. Also, ich bin gerührt. Nein, ich bin mehr als gerührt. Ich bin geschüttelt, emotional mariniert und leicht flambiert. Also, danke. Ja, an euch zwei. Melanie und Svenja. Leute, ihr habt gespendet, also echtes Geld. Für mich. Ich meine, wow. Warum? Also nicht falsch verstehen, das ist mega. Aber ihr habt die Beschreibung gelesen? Ich bin Patsy, die emotionale Glücksspielerin mit Hang zur dramatischen Selbstüberschätzung.
Ihr glaubt an mich, also irgendwie. Oder ihr hattet Langeweile, beides ist okay. Mit eurer Hilfe kann ich mir endlich ein neues Tagebuch kaufen oder einen Sprachkurs in Höflichkeitsflucht für Fortgeschrittene. Ich danke euch, danke. Von meinem verwirrten Herzen direkt in eure coolen Seelen. Bleibt fantastisch oder werdet schlimmer. Ich find beides gut. Ja? Nein? Egal.